könntest du uns beiden erklären, was genau Cradle to Cradle bedeutet? Cradle to Cradle heißt von der Wiege zu Wiege, anstatt von der Wiege zu Bahre zu denken. Alle Dinge, die verschleißen, gehen in biologische Kreisläufe. Alle Dinge, die genutzt werden, gehen in technische Kreisläufe. Es gibt also keinen Abfall mehr. Alles wird Nährstoff für die Biosphäre oder die Technosphäre. Shop aufbereiten, das mit dem biologischen Kreislauf. Hi, Lea. Hey Sinan, kannst du dich schon mal hinsetzen? Wir müssen noch kurz was fertig machen, dann kannst du schon mal anfangen zu essen, okay? Ja. Was wolltest du denn da schreiben unter den Kreislauf zu den Natureflex-Folien? Also ich habe jetzt geschrieben, dass die Folien in einem biologischen Kreislauf zirkulieren und in der Natur wieder zu wertvoller Humuserde verrotten. Kreislauf. Könnte man nicht aus den Dosen da vorne auch Scooterteile oder so machen? Na klar, unsere Dosen gehen ja nach dem Recycling wieder in den technischen Kreislauf. Hä? Und wie genau geht das dann? Nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ich kenne da jemanden, der kann das richtig gut erklären. Vielleicht können wir ja nach dem Essen gleich rüberfahren. Hi Michael, vielen Dank für deine Zeit. Das ist Sinan, der Sohn von Esin, und er hat auch gleich eine Frage an dich. Hi Michael, und zwar meine Frage, könntest du uns beiden erklären, was genau Cradle to Cradle bedeutet? Cradle to Cradle ist eine Denkschule, die sagt, wir sind eine Chance für den Planeten, nicht eine Belastung. Das heißt, traditionell denkt man, man schützt die Umwelt, wenn man weniger Schweinereien macht. Also schützt die Umwelt, macht weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch. Aber damit schützt man ja gar nicht, man macht nur weniger kaputt. Das wäre so, wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Das heißt, es geht darum, Dinge so zu machen, dass sie nützlich sind, nicht weniger schädlich. Alle Dinge, die kaputt gehen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, müssen in biologische Kreisläufe gehen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, so wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen in technische Kreisläufe. Es gibt also keinen Abfall mehr, sondern alles ist Nährstoff. Und wir schauen uns die Menschen an und sagen, schön, dass du da bist, und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Und wie funktionieren diese beiden Kreisläufe? Die Kreisläufe funktionieren so, dass man Dinge alle nochmal neu erfindet. Das heißt, alle Zutaten werden festgelegt, dass sie nützlich sind, nicht weniger schädlich. Also nicht 10% weniger Reifenabrieb, sondern Reifenabrieb, der in biologische Systeme gehen kann. In der Technosphäre gibt es Materialien, die praktisch nur noch Dienstleistungen werden. Ich verbrauche ja den Fernseher nicht, ich verbrauche den Videorekorder oder was auch immer nicht, ich nutze es nur. Also bleibt es in der Technosphäre und kann wieder auseinandergebaut werden, wieder neu eingesetzt werden. Das heißt, es gäbe dann im Endeffekt gar keinen Müll mehr? Bei mir ist alles Nährstoff. Selbst wenn ich ohne Müll denke, denke ich ja immer noch an Müll. Das ist so, wenn ich sagen würde, denke nicht dran, wie Donald Trump nackt aussieht, dann denkt man genau daran. Ja? Das heißt, mir geht es darum, alles als Nährstoff zu denken, als Chance. Nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu machen, der aber ein Feuchtgebiet wird. Dass man sich freut, dass du da bist und nicht sagst, kannst du ein bisschen weniger Schweinereien machen. Und warum lässt man dann die Verpackung nicht einfach weg? Die Verpackung von Lebensmitteln bedeutet, dass man den Geruch, den Geschmack erhält und dass die Dinge auch nicht kaputt gehen. Das heißt, Verpackung ist ganz wichtig, weil auch die Glaubwürdigkeit des Produktes an der Verpackung hängt. Also es ist wichtig und darum sollte die auch schön sein und man sollte auch stolz sein auf die Verpackung und nicht einfach das Billigste zu verwenden, was nachher Müll wird. Meinst du, dass man aus solchen Dosen jetzt zum Beispiel auch Scooterteile machen könnte? Ja, ich meine, die Dose ist ja durchaus schon so gemacht. Sie hat wertvolle Materialien. Sie ist eigentlich praktisch ein Design for Reincarnation. Man kann sozusagen das nächste Leben schon gleich mitplanen. Und das heißt, diese Materialien haben eine hohe Zähigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit. Und insoweit gesehen könnte man, glaube ich, ganz gute Scooter draus machen, auf jeden Fall.
Und was genau muss man für die Zertifizierung alles beachten? Die Zertifizierung ist einfach dafür notwendig, dass man in einer Gesellschaft die Dinge transparent darstellen kann. Dazu fängt es an natürlich mit der Gesundheit der Materialien. Dann gehört aber auch das Wassermanagement dazu. Dazu gehört natürlich auch, wie es mit Arbeitsschutz aussieht, weil wenn das Produkt gut ist, aber die Leute kein Auskommen dabei haben können, dann ist es auch nicht unbedingt wünschenswert. Das heißt, man schaut sich alle grundlegenden Kategorien von Umwelt- und Sozialverträglichkeit an und das fasst man im Zertifikat dann zusammen. Was hältst du eigentlich davon, was meine Mutter macht, beziehungsweise was Samova macht? Bei Cradle to Cradle geht es zunächst eigentlich um Kultur. Und das ist der Inbegriff von Kultur. Ein Tee ist ein wunderbares Beispiel, dass es nicht um Effizienz geht. Gefärbtes Wasser kann ich auch anders herstellen, sozusagen. Ne? Es geht um Effektivität, es geht um Gemeinschaft, Menschen zusammenzubringen, sich zu unterhalten über ein Lebensgefühl und nicht einfach möglichst schnell irgendwelche gefärbte Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ja. Samova schafft eine moderne Interpretation. Ja, bisher ist Tee so durch die englische Königin praktisch belegt, irgendwie oder durch irgendwelchen allgemeinen Kräutertees. Hier schafft man wirklich ein Lebensgefühl, Leute zusammenzubringen und nicht dieser Eistee mit Zucker verseucht, sondern wirklich etwas, was an sich Geschmack hat. Und so wie deine Mutter halt auch. Also da, glaube ich, hast du es ganz gut erwischt mit deiner Mutter. Finde ich auch. Danke an dich, dass du dir Zeit für mich genommen hast und Lea auch. Und cheers! Ja, danke für euer Engagement. Das gibt auch mir Hoffnung und Kraft und ich bin sicher, dass ihr sehr erfolgreich sein werdet damit. Alles Gute.